Was wird jetzt eigentlich aus Need for Speed? Need for Speed war einst der König aller Arcade-Racer und mittlerweile verkommt es irgendwie zu einem unrelevanten Irgendwas, was man mal kurz gespielt hat und dann nie wieder angepackt hat. Mit dem letzten Titel Unbound hat sich EA mal wieder ins Knie geschossen und das, obwohl sie eigentlich genug Zeit hatten zu lernen. Es ging schon vor etwas längerer Zeit bergab mit Need for Speed und deswegen versuchten sie 2015 mit einem Reboot nochmal von vorne anzufangen. Und das hat eigentlich fast gut geklappt. Das Spiel von 2015 ist eigentlich gar nicht schlecht, doch haben sie bei der Physik ein bisschen reingekackt. Die hat sich einfach für die meisten Spieler nicht gut angefühlt und ja, hat das ganze Spiel ein bisschen unspielbar gemacht, könnte man fast sagen. Auf jeden Fall war sie nicht besonders handlich, es war sehr gewöhnungsbedürftig und auch andere Aspekte im Spiel waren nicht gerade ausgefeilt, wie zum Beispiel die Polizei, die einfach nichts hinbekommen hat. Im Grunde scheiterte es einfach nur an Kleinigkeiten und das hat sich durchgezogen bis Unbound. Auch Payback war an und für sich ein gutes Spiel, aber auch da wurde an der Physik nicht groß geschraubt. Anfangs fehlte der Freeplay-Mode für Online und ja, alles kam im Nachhinein gepatcht rein und auch die Story, die war jetzt ein bisschen, naja, die war so Fast and Furious mäßig, auch ein bisschen kreativlos gemacht, ein bisschen zu casual. Und dasselbe im Grunde mit Heat, wobei Heat hier noch den besten Teil darstellt. Heat hat einfach viel richtig gemacht, aber da kam natürlich wieder die EA-Logik. Da machen wir aber trotzdem nichts, da kam einfach kein Content. Ghost Games wurde geschlossen und das Spiel war genauso tot in dem Moment. Und dann kamen sie halt mit Unbound um die Ecke und dachten sich, es sei ja ganz witzig, einfach mal Anime-Style zu benutzen, beziehungsweise dieses Zeichentrickgedöns. Und naja, die Story war lame, die Animationen waren nervig, es war größtenteils cringe. Und das war es auch bis jetzt. Die Story hat einfach kein Update bisher bekommen, da gibt es keine Fortsetzung oder so. Das Spannendste, was die meisten Spieler wohl irgendwie da hingezogen hat, war ein Easter Egg mit Razor, einem Antagonisten aus einem vergangenen Need for Speed. Wir kennen es alle, Need for Speed Most Wanted. Und da wurde gefühlt mehr drüber geredet als über die Story selbst von Unbound. Und naja, das große allgemeine Problem seit 2015, was ich sehe, ist, dass sie sich nicht großartig bemüht haben, einfach in eine bessere Richtung zu gehen. Ja, sie haben einfach seit 2015 ihre Spiele einfach nur kopiert. Im Grunde die FIFA-Logik, aber natürlich funktioniert das bei einem Need for Speed nicht. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einfach gesagt, ja, neue Map, hier und da 2, 3 neue Autos, vielleicht die ein oder andere kleine Spielmechanik und ja, cool, muss reichen, ne? Easy Money auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Die Spiele wirken auf der einen oder anderen Art gleich. Vor allem fahrphysiktechnisch hat sich nicht viel geändert. Nur im Grunde das Setting und die Story. Aber im Kern sind die Spiele immer gleich geblieben. Und Unbound hat es halt dann auf den Gipfel getrieben. Klar, ich finde, der Unbound Online-Modus ist ein bisschen besser, was die Rennen angeht. Ich meine, da musst du halt zu einem Treffpunkt fahren und dann kannst du Spieler einladen und dann können die beitreten, wenn die Bock haben. War in Heat ungefähr genauso, wobei ich sagen muss, in Heat hat es irgendwie schlechter funktioniert als in Unbound, Spieler zu finden. Und dann hast du halt noch diese Link-Ups, die eigentlich ganz cool sind. In der Hinsicht hat sich der Multiplayer ein bisschen verbessert, aber trotzdem hält es die meisten Need for Speed Spieler oder Fans einfach nicht bei diesem Spiel. Sie suchen sich Alternativen, sie spielen was anderes und das liegt einfach daran, dass EA einfach darauf pfeift, was sich die Spieler wünschen. Anstatt den Multiplayer auszubauen oder die Story, allgemein das Spiel so weit auszubauen, dass es viel längeren Spielspaß bietet. Nein, da passiert nichts. Keine neuen Rennmodis, neue Autopakete oder sonst was. Da kriegst du mal, wenn du Glück hast, ein Auto, was ganz neu ist und die anderen Autos sind alle reused und einfach nur irgendwie getuned mit irgendwelchen Designs. Ja, und dann kommen da DLCs. Ja, sie haben ja am Anfang erzählt, oh, Unbound wird ganz anders diesmal, es wird mit Updates versorgt und so weiter. Die Hoffnung war groß. Und was haben wir bekommen? Irgendwelche Swag-Pakete mit Kleidern, ein Autopaket mit den, ja, wo einfach Autos drin sind, die wir schon haben, wo einfach nur andere Designs drauf sind.
Und dafür wollen die Geld haben. Die wollen eigentlich für reuseden Content, wo sie einfach irgendwie einen anderen Bodykit vielleicht draufgehauen haben oder irgendwelche Designs, Geld haben. Das beste Beispiel waren ja die legendären Autos, Rachels 350Z, Eddie's Skyline und so weiter. Die haben einfach jetzt Geld gekostet. Oder das letzte Autopaket mit der Corvette und so weiter, das waren einfach die Vorbestellerautos von Need for Speed Heat. Ihr erinnert euch vielleicht an diese lila Corvette, den BMW i8 im gelben da und den blauen Mercedes und so weiter. Das sind einfach dieselben Autos, nur mit einem anderen optischen Design. Und dafür wollten die Geld haben. Der angekündigte und gepriesene Free Content hat sich sehr stark in Grenzen gehalten. Ja, wir haben die Link-Ups bekommen und mittlerweile können wir auch Rennen fahren, wo Polizei vorkommt. Aber auch das wirkt eher so, als hätte man das einfach nur am Anfang rausgecuttet, weil das Spiel am Anfang halt absolut gar nichts zu bieten hatte, großartig online. So dass es wirkt, ja, wir haben es rausgeschnitten und jetzt reingepackt als Update. Was leider auch eine Methode ist, die oft angewendet wird mittlerweile. Selbst Forza kommt da nicht drum herum, die recyceln genauso wild. Aber das ist auch nochmal ein Thema für ein anderes Video, denn Horizon arbeitet sich ja auch langsam hoch Richtung EA-Status. Aber da kommen wir dann vielleicht mal in einem anderen Video darauf zurück. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann EA Need for Speed eigentlich noch weitermachen, so wie sie es machen? Oder müssen sie das aufgeben oder können sie das irgendwie retten? Also wenn sie so weitermachen wie bisher, wird Need for Speed noch weiter sinken bei den Fans, sag ich mal, so vom Status her. Denn wenn sich nichts ändert und immer wieder dasselbe kommt wie in einem FIFA oder so weiter, also wirklich, man kann es halt auch auf die Spitze treiben. Und ich glaube, mit dem, was wir in den letzten Jahren bekommen haben, können die einfach abschließen. Da wird nichts mehr draus. So wie das Spiel programmiert ist und so weiter. Sie haben es halt in den letzten Jahren nicht verbessert, großartig oder so, was die Fahrphysik angeht. Ich glaube, da wird es Zeit, dass es doch nochmal ein Reboot gibt mit einer neuen Engine, mit einer neuen Fahrphysik und vielleicht ein bisschen mehr Back to the Roots. Denn wenn sie jetzt einfach wieder Unbound nehmen, kopieren und wieder nur die Stadt ändern, irgendeine Cringe-Story draufkloppen, eine neue und ja, ein paar lustige Effekte drumherum machen, ist es auch nichts anderes als Unbound oder sonst was vorher und wird genauso abkacken auf Dauer. Es fehlen einfach zu viele Spielmechaniken, zum Beispiel Drag-Rennen. Warum gibt es keine Drag-Rennen mehr seit Heat? Es ist unverständlich. Die Drift-Physik ist halt auch katastrophal, da haben wir schon mal ein Video zu gemacht, ist schwierig und ja, da muss richtig was passieren. Die müssen einfach wieder den Spieler dazu bringen oder überhaupt dem Spieler mal was bieten, was ihn dort hält. Mehr Anreize, das Spiel dauerhaft zu spielen. Mehr Spielmodis einfach an sich. Den Multiplayer irgendwie besser gestalten, vielleicht die Verfolgungsjagd mit Polizei so besser gestalten, dass es einfach mehr Spaß macht und nicht irgendwie immer im Hinterkopf haben, ja, irgendwie müssen wir den Spieler aber auch ausbremsen und blockieren bei seinem Fortschritt oder sonst was, wie zum Beispiel, dass man halt von der Polizei auch relativ schnell zerstört werden kann. Nein, wenn du jetzt die Polizei zum Beispiel so machst wie damals im Most Wanted, dann hat der Spieler einfach mehr Spaß und schon hältst du den auch länger am Spiel. Aber wenn er nach 3, 4 Zusammenstößen gefühlten Totalschaden hat, dann ist er eher frustriert und hat keinen Bock mehr auf das Game. Aber das scheinen die da irgendwie nicht kapieren zu wollen. Und wie sie dann noch mit den Entwicklern umgehen, zeigt ja eigentlich, wie wenig Interesse da eigentlich vorhanden ist, Need for Speed wieder groß zu machen. Die schieben die Entwickler einfach zwischen ihren Games hin und her, schreiben dann irgendeinen Quatsch noch in ihren Beitrag von wegen, ja, Need for Speed haben wir noch im Auge, bla bla bla, und dann passiert da eh nichts mehr. Letztes Update ist halt der Beweis. Und ja, es gibt halt kein richtiges Need for Speed Team, was sich voll und ganz auf Need for Speed fokussiert. Da wird einfach auch kein Geld investiert und dementsprechend ist diese Marke einfach gescheitert mittlerweile und bietet kaum Platz für Hoffnung, solange sich da nicht etwas ändert. Dann gab es jetzt natürlich das Gerücht von Need for Speed Most Wanted, einem Remake, aber dazu hat sich weder EA geäußert oder sonst noch was. Es gab halt diesen Leak von Simone Bailey, eine alte Schauspielerin aus Need for Speed Most Wanted, dem Original von 2005. Und wie dazu gekommen ist, wissen wir halt auch nicht. Das wurde direkt wieder gelöscht. EA hat kein Statement abgegeben und auch nichts angekündigt bis jetzt.
Und da kann man natürlich hoffen, dass es vielleicht doch wirklich in Mache ist, so ein Remake. Aber gleichzeitig sollte man auch bedenken, ja, wie könnte das denn aussehen? Was machen die denn jetzt da? Nehmen die das Original und pushen das auf irgendwie von der Engine her und der Grafik? Oder programmieren sie das komplett neu? Einfach nur, ja, ein Nachbau quasi, aber mit neuer Engine und so weiter. Und wenn die sich dann so schlecht spielt wie die letzten Need for Speed Teile, dann geht's, glaube ich, richtig los. Und dann stürzt Need for Speed endgültig ab. Weil wenn man so ein altes Weißer-Werk nimmt und dann ruiniert, dann werden viele, viele Fans nicht glücklich sein. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum EA bis heute noch nicht so großartig was mit Remastern von Need for Speed an den Hut hatte. Ne, das einzige Need for Speed war das von 2010, was mal ein Remaster bekommen hat. Und ja, bei den älteren Spielen fällt halt mehr Arbeit an, weil das Coding halt noch viel älter ist und so weiter. Und da haben die wahrscheinlich einfach Angst, das zu verkacken. Und die wissen ganz genau, was dann passiert. Deswegen ist das auch so ein ganz großes Rätsel. Ich bin mal gespannt, was sich da in Zukunft so ergibt in Sachen Need for Speed. Aber im Moment sieht es eigentlich so aus, als würde die Marke einfach endgültig abstürzen. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren gar nicht mit einem Need for Speed rechnen können. Also ich glaube, da wird es jetzt eine Weile still bleiben. Es sei denn, an dem Remake wird gearbeitet von Most Wanted. Aber da müssen wir mal abwarten, ob wir vielleicht nächstes Jahr irgendwelche Infos bekommen oder so. Ich meine, die meisten sagen auch schon, ich spiele das nicht mehr, ich habe es deinstalliert und so weiter. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr die Zukunft von Need for Speed seht. Glaubt ihr, da passiert nochmal was? Oder meint ihr auch, dass das Spiel einfach nochmal ein Reboot braucht und der dann aber auch wirklich vernünftig und gut sein muss, damit diese Marke mal wieder auf die Beine kommt? Genug Anreize gibt es ja. Zwar war dieses Video jetzt eher wieder kritisch gegenüber der ganzen Serie, aber wie ich schon sagte, jeder Teil hatte eigentlich so seine Besonderheiten. Von 2015 bis hin zu Unbound hatte jeder Teil irgendwelche Features, die eigentlich ganz gut ankamen. Und wenn man sich noch die alten Teile dazu nimmt als Inspiration, könnte man eigentlich schon ein ziemlich krasses Need for Speed auf die Beine stellen. Das Wichtigste ist halt, dass es alles miteinander gut funktioniert und auch vor allem, wenn das Spiel rauskommt, schon einiges zu bieten hat und nicht mal erst Monate später, wie man es einfach kennt mittlerweile, dass Spiele irgendwie gefühlt in der frühen Version erscheinen, die noch unfertig ist und dann kommen da irgendwann 1, 2 Jahre später die Updates, die dann das Spiel erst fertigstellen, aber dann ist es auch nicht viel. Also da muss schon von Anfang an genug da sein, damit man auch wieder Vertrauen hat in diese ganze Serie und sich freuen kann auf zukünftige Updates. Denn mit Unbound haben sie jetzt halt wieder gezeigt, da ist nichts zu erwarten. Ne? Sie haben uns 5 Updates geliefert, die nicht viel geändert haben am Spiel. Und ob in Zukunft überhaupt noch Updates für Unbound erscheinen, ist so die Frage. Ja, es heißt, nächstes Jahr geht es erst weiter, aber was genau erwartet uns dann? Ne, ist es dasselbe wie die letzten 5 Updates oder passiert da wirklich mal was? Ich meine, ich muss mal überlegen, früher hattest du einfach einiges zu tun. Ne, nehmen wir Most Wanted zum Beispiel, die ganze Blacklist abzuarbeiten und so weiter, war vollgestopft mit Aktivitäten. Dazu gab es noch die Challenge-Serie abseits der Karriere. Und ja, das an sich ist schon ziemlich gut und bietet teilweise mehr als zum Beispiel die Story von Unbound. Jetzt haben wir natürlich Zeiten, wo Multiplayer sehr wichtig ist und natürlich ist das dann jetzt nochmal eine extra Herausforderung. Aber ich denke, auch da lässt sich irgendwas machen. Man muss halt mal ein bisschen mehr drüber nachdenken und nicht nur, ja, wir hauen da jetzt einen Multiplayer rein, die Leute können da durch die Gegend fahren und ein paar Rennen fahren. Man könnte zum Beispiel viel mehr wieder mit der Polizei machen, dass es wieder Kopfgelder gibt, Strafregister und so weiter, ne? Dass man einfach dafür belohnt wird, auch dass man sich überhaupt mit der Polizei so beschäftigt, ne? Klar, in erster Linie ist er halt nur da, um dich zu jagen, du musst denen entkommen, so, ne? Aber ja, schon wieder Most Wanted, da hatten wir ja zumindest eine ganze Menge an Dingen, die irgendwelche Listen beeinflusst haben, zum Beispiel wie viele Polizeiwagen du zerstört hast, gerammt hast, wie viele Straßensperren du ausgewichen bist, wie lange du insgesamt verfolgt wurdest, wie viel Sachschaden du gemacht hast oder wie viel Kopfgeld du gesammelt hast, ne? Damit könnte man zum Beispiel was machen und die Polizei vielleicht auch ein bisschen an sich nochmal, also ich weiß gar nicht, wie soll ich das erklären, was ich mir gerade im Kopf hier so zusammenspinne.
dass du ja auch ein bisschen vielleicht sagst, dass du Teamwork auch teilweise benötigst, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Rennen feiert und die Polizei verfolgt euch, dass ihr euch dann halt auch nach dem Rennen weiterverfolgt. Im Grunde, Heat hat das ziemlich gut gemacht. Ihr wisst vielleicht, die Tagesrennen waren natürlich was ganz anderes, aber wenn ihr nachts gefahren seid, wart ihr ja quasi auf dem Server zu sehen. Ihr seid auch in Unbound zu sehen, aber wirklich nur auf der Karte, nicht mehr in Realtime. Ne, in Heat, wenn ihr da gesehen habt, da sind viele KI-Fahrzeuge und Spieler auf einer, irgendwo in der Stadt, die sind einfach ihr Rennen gefahren und ihr konntet die auch sehen. Die haben eigentlich im Grunde mit dem freien Fahrtmodus noch mit interagiert und wenn ihr eine Verfolgungsjagd wart während des Rennens, war das am Ende genauso. Ihr seid ja nicht irgendwie in so ein kleines Zwischenmenü geploppt oder so. Das Rennen war einfach zu Ende. Irgendein Bildschirm hat euch kurz aufgezeigt, ja, du bist Erster, Zweiter, was auch immer, hast so und so viel Geld und ihr konntet die ganze Zeit weiterfahren und die Action ging eigentlich quasi direkt weiter. In Unbound ist das halt ein bisschen anders. Da ist es im Grunde bei den Link-Ups so, ne, da verfolgt dich die Polizei, sobald der Link-Up abgeschlossen ist, aber bei den Rennen halt wieder nicht. Und das fand ich bei Heat eigentlich ziemlich genial gemacht. Und wenn man das alles noch ein bisschen besser verpackt mit mehr Features und so weiter, dann sehe ich da schon viel mehr Potenzial drin. Und wenn du dann überlegst, du hast einfach nochmal eine neue Engine, das fährt sich alles noch viel schöner, macht viel mehr Spaß und so weiter, dann hast du da ja schon einen richtig großen Pluspunkt. Und wenn du dann halt noch dafür sorgst, dass es allgemein viel mehr Events wieder gibt, so wie früher, so Rundkursrennen, Sprintrennen, Drift-Events, richtige, vielleicht auch wieder mit so abgesperrten Strecken, ne, die es damals in Underground und so gab. Oder auch Drag-Rennen und, ne, wie hieß es nochmal, diese Heat-Rennen in Need for Speed Heat waren ja eigentlich auch ganz cool. Also wenn du einfach, wie gesagt, diese ganzen Features verpackst und auch diese versteckten Autos wie in Need for Speed Payback und dann vielleicht ein bisschen was von der Atmosphäre aus 2015. Ich denke, da lässt sich einfach schon ein geniales Need for Speed zusammenstellen, allein aus den letzten 4 Teilen plus die Features aus alten Teilen und so weiter. Natürlich ist das viel Arbeit für die Entwickler. Natürlich macht man sowas nicht mal eben, ne? Das entwickelt man nicht eben so in ein paar Monaten. Aber ja, mit dem jetzigen Stand, ich sag mal mit der aktuellen Politik da hinter Need for Speed, ist sowas auch gar nicht realisierbar. Da muss EA sich einfach mal im Klaren sein, dass die da auch einfach mal ein festes Team dran arbeiten lassen müssen und dass die Leute halt auch die richtigen Anweisungen bekommen, dass da die Chefs quasi, die da viele Sachen absegnen, einfach gut drin sind in dem Thema und wissen, was sie da machen, wissen, was die Leute wollen, aber es scheint halt immer so, als wüssten sie es nicht. Sie beschäftigen sich halt wahrscheinlich auch nicht in dem Ausmaß mit der Community, wie es halt Creator machen. Ne? Die gucken mal wahrscheinlich hier und da, was feiern die Leute, was steht in den Kritiken oder so, oder hin und wieder gucken sie dann vielleicht mal, gibt es hier und da vielleicht Videos. Ne, weiß ich auch nicht, ob das wirklich ist, ob die da wirklich sich Videos angucken, und wieso wie dieses jetzt hier zum Beispiel, um sich da auch mal vielleicht ein bisschen Inspiration zu holen und sich da auch die Kommentare angucken und so weiter. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie das nicht wirklich machen, sonst hätten wir ja schon lange ein gutes Need for Speed, denke ich mal, weil das Thema gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, ne? Und ich habe ja auch vor einigen Jahren ein ganzes Konzept sogar gemacht und selbst wenn sie sich an dem orientieren würden, gut, das war schon ein richtiges Mega-Konzept. Ne, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Arbeit und Geld, aber es wäre halt ein Top Need for Speed. Ne? Ich kann dir das ja nochmal verlinken hier in dem Video, das alte. Einige werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber am Ende bleibt es, denke ich mal, auch alles einfach so ein bisschen Wunschdenken. Man versucht sich halt immer wieder gut zu reden, weil man sich halt wünscht, dass da wieder mal so ein Top Need for Speed rauskommt. Viele wünschen sich ja auch zum Beispiel, oder sagen, die sollen einfach mal das alte Blackbox-Team wieder ranlassen und so, aber ja, das geht halt nicht. Ne? Das ist jetzt schon über 15 Jahre her und einige der Entwickler sind leider auch schon verstorben. Ne? Also das alte Team gibt es halt nicht mehr. Ne? Ich glaube, einer der Hauptperson aber, der dafür Most Wanted zum Beispiel verantwortlich ist, der lebt sogar noch, der hat nicht neulich erst ein Video gesehen, wo er über Need for Speed geredet hat. Ich hoffe zumindest, dass er noch lebt. Das Video war auch schon ein paar Jahre älter, aber ja, vielleicht kann man ja wenigstens solche Leute ranholen, die noch ein bisschen was vom Geist des alten Need for Speeds vielleicht im Kopf haben. Und naja, wir haben genug Ideen, wir haben viele Ideen, zusammen bilden sich da immer die genialsten Ideen, aber am Ende müsste es bei EA landen, an der richtigen Stelle. Und das tut es in 99,9% aller Fälle nicht, was solche Videos angeht. Und deswegen, ja, können wir abschließend eigentlich nur sagen, schön, dass wir uns mal wieder drüber unterhalten haben, aber ändern wird es wohl wahrscheinlich nichts. Naja.
Und ja, das war's schon mit dem Video. Schaut gerne noch ein anderes meiner Videos an. Ich bin raus an der Stelle. Like dalassen, Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke und auf Wiedersehen.